Hallo allerseits. Heute male ich mit Aquarell ein ganz einfaches Wintermotiv mit toller Wirkung. Perfekt für Anfänger und für alle, die gerne selbstgemalte Karten, zum Beispiel zum Geburtstag, verschenken möchten. An Farben kannst du nutzen, was du möchtest. Ich habe mich diesmal bewusst für granulierende Farben entschieden, da man durch diese tolle Strukturen auf dem Papier bekommt. Granulation bedeutet, dass sich die verschiedenen Farbpigmente unterschiedlich ablagern, was man hier schön sehen kann. Auf das Thema Granulation werde ich in einem der nächsten Videos noch einmal genauer eingehen, falls dich das interessiert. Und für diese Farben habe ich mich jetzt entschieden. Einmal einen kühlen Blau-Grünton und für die zweite Karte einen lila-Grauton. Passend, wie ich finde, zum Winter. Jeweils zwei ähnliche Farben für eine Karte. Als Papier nutze ich das Classic von Gerstica. Wichtig ist vor allem, dass das Papier mindestens 300 Gramm schwer ist, um mit dem vielen Wasser umgehen zu können. Und dann trage ich als erstes die Farbe großzügig auf das Blatt auf. Dann nehme ich Wasser mit meinem Pinsel auf und verteile die Farbe weiter nach unten. Ich achte darauf, dass ich auch schöne helle Bereiche habe, dann sieht das nachher besonders schön aus mit den Strukturen. Mit der gleichen Farbe male ich jetzt die Bäume. Dabei fange ich immer mit dem Stamm an, also ich mache einen Strich und dann arbeite ich mich tupfend von oben nach unten, bis ich ganz unten am Ende des Stamms angekommen bin. Manche der Bäume male ich mit mehr Pigment und manche male ich eher mit mehr Wasser. Und das Ziel ist dabei, verschiedene Kontraste zu bekommen. Neben den Kontrasten achte ich auch darauf, dass ich die Bäume in unterschiedlichen Größen male, damit das Motiv natürlicher aussieht. Es lohnt sich, bevor ihr dieses Motiv malt, vielleicht ein paar Bäume schon mal auszuprobieren, im Sinne einer Trockenübung, um sicherer zu sein, wenn es dann darum geht, sie zu malen. Und zuletzt gibt es noch ein kleines Bäumchen hier links. Und dann lasse ich das Ganze trocknen. Im zweiten Schritt male ich die Bäume im Vordergrund. Dafür müssen die im Hintergrund aber schon alle gut getrocknet sein. Und die male ich jetzt eher mit mehr Pigment, also eher dunkler. Auch hier wieder ein Strich und dann von oben nach unten und von dünn zu breit. Achtet auch darauf, dass sich die Bäume etwas überlagern. Die sind ja in der Natur auch nicht mit 2 Metern Abstand nebeneinander, sondern stehen auch mal voreinander oder einer hinter dem anderen. Für ein verwaschenes Ergebnis unten mache ich jetzt meinen Pinsel zuerst sauber und dann feucht. Und dann ziehe ich ihn am Farbrand entlang, um die harte Kante aufzuweichen. Und wenn ihr dabei, wie ich jetzt, einfach noch so einen Strich mitnehmt, dann umso besser. Habt ihr noch so ein natürliches Element wie so einen kleinen Hügel hinzugefügt. Und zuletzt noch ein paar Bäume in meiner zweiten gewählten Farbe. Diesmal mit sehr viel Pigment und sehr wenig Wasser. Also je weiter vorne der Baum steht, desto dunkler und intensiver ist er von der Farbe.
Und der letzte Baum. Und in dem Fall gefällt mir unten der Rand der Bäume und deshalb verwische ich die Farbe hier nicht. Ihr könnt das Bild so lassen oder ihr fügt noch ein paar Details hinzu. Ich habe mich entschieden, noch einen kleinen Hasen zu malen, der durch den Schnee springt. Und deswegen gibt es auch noch ein paar kleine Fußstapfen. Und fertig ist die erste Karte. Und weil es so viel Spaß macht und schnell geht, male ich direkt Karte Nummer 2. Diesmal in einem schönen lila Ton. Hierfür habe ich auch wieder eine granulierende Farbe verwendet. Wenn ihr keine Lust auf Berge habt, könnt ihr natürlich auch flache Wiesen malen oder was auch immer euch einfällt. Der Kreativität sind hier keine Grenzen gesetzt. Nach der ersten Ebene wieder trocknen lassen und dann die Bäume im Vordergrund malen. Auch hier verwische ich die Farbe unten wieder, weil ich keinen harten Rand möchte. Ich möchte eher einen weichen Übergang zum Papier. Und zuletzt male ich die Bäume in dem dunkleren Lila, auch wieder mit sehr, sehr viel Pigment und wenig Wasser. Pinsel sauber machen, Pinsel feucht machen und die Farbe verwischen. Und diesmal gibt es 2 Vögel im Himmel als kleines Highlight. Und so sehen die Karten fertig aus. Hier sieht man die tollen Strukturen, die die granulierende Farbe hinterlässt. Ich habe mich bei den Karten entschieden, eine mit und eine ohne Geburtstagsgruß zu malen. Dann bin ich beim Verschenken nämlich etwas flexibler. Und das war's auch schon. Ich hoffe, ihr hattet Freude beim Zuschauen und dann wünsche ich frohes Malen.